Immer wenn Landwirt Andreas Bauer bei Weißensberg im Landkreis Lindau nach seinen Apfelbäumen schaut, ärgert er sich. Es sind schon wieder mehr geworden. Misteln, die seine Bäume befallen. Wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, dann war es nun nicht so extrem. Es ist jetzt erst die letzten Jahrzehnte, hat so wahnsinnig Überhand genommen. Vor 6 Jahren wurden sie zuletzt komplett entfernt. Jetzt sind die alten Apfelbäume der Familie Bauer wieder übersät mit Mistelkugeln. Man sieht es jetzt zum Beispiel bei dem Baum hier, der ist jetzt schon sehr stark befallen. Und wenn man den jetzt nicht ausschneiden würde, dann wird der nächstes Jahr komplett voll sein mit Misteln. Und dann stirbt der Baum quasi ab. Vielerorts in Deutschland sind ganze Streuobstbestände gefährdet. Alleine schaffe ich es nicht mehr. Durch das, dass es so vermehrt zunimmt, kommt man eigentlich alleine schon gar nicht mehr hinterher. Deshalb soll ein Team vom Landschaftspflegeverband beim Kampf gegen die Misteln helfen. Jetzt kommt unsere Unterstützung angerückt. Schon das hohe Gewicht ist problematisch, so Landschaftsgärtner Benjamin Poll. Ja, ein großes Problem ist halt auch mal bei der Mistel, oder? Die hat ein richtig großes Volumen, die werden bis zu 30 Jahre alt und kriegen einen Durchmesser von bis zu 1 Meter. Ja. Und wenn da das Gewicht zu groß wird, gerade auch im Winter, wenn Schnee fällt, gibt es halt dann auch große Ausbrüche. Und von dem her auch schon sollte man schauen, dass man sie einfach rausschneidet. Bei dem Projekt des Landschaftspflegeverbandes geht es um den Erhalt der zum Teil über 100 Jahre alten Obstbäume. Leiterin Michaela Berghofer bespricht das Vorgehen mit den Baumkletterern. Die Mistelzweige einfach abreißen wäre nur kurzfristige Kosmetik. Wo es geht, müssen die Schmarotzer mit den Ästen abgetrennt werden, auf denen sie sitzen, sonst befallen sie schnell den ganzen Baum. Hier, das ist die Saugwurzel von der Mistel, die hat sich halt ins Holz eingearbeitet und die saugt halt vom Baum oder nimmt vom Baum das Wasser und die Nährstoffe. Und wenn ich jetzt nur die Mistel abbreche, dann bleibt ja die Wurzel im Ast drin und dann kann das ganz schnell wieder neu austreiben. Und deswegen muss man beim Holzschnitt oder beim Baumschnitt aufpassen, dass man halt versucht, auch so großzügig die Mistel mit ihren Wurzeln rauszuschneiden. Dazu kommt die Verbreitung über das klebrige, süße Fruchtfleisch. Ein Leckerbissen für viele Vögel, besonders im Winter. Das ist eine sehr klebrige Substanz in den Beeren und die bleibt hervorragend mit dem Samen, den man hier so schwarz durchschimmern sieht, am Ast kleben und kann dann eben auf dem Ast keimen, ohne dass er runterfällt. Vögel transportieren die Mistelsamen von einem Baum zum nächsten. Aber warum haben die Misteln in den letzten Jahrzehnten so zugenommen? Durch die Klimaerwärmung einfach sind die Zugvögel länger hier. Wir haben einfach mehr Vögel dann in den Bäumen, die dann die Mistelsamen wieder weitertragen. Früher hat man mehr Kronenpflege betrieben. Da hat man die Misteln, haben die Landwirte wirklich einfach geschaut, dass die Misteln aus den Bäumen raus sind. Dann haben die sich weniger verbreiten können. Die Kronenpflege wird einfach vernachlässigt, weil auf einem Landwirtschaftsbetrieb heute die Zeit fehlt. Die Betriebsgröße ist heute doppelt, dreimal so groß wie vor 30 Jahren. Während die Baumkletterer noch mit den Misteln kämpfen, kann Andreas Bauer sich auf dem Hof um andere Aufgaben kümmern. 32 Milchkühe warten ungeduldig auf Futter. Die 20 Obstbäume sind nur eines von mehreren Standbeinen der Landwirtsfamilie. Um die Kälbchen kümmert sich die 4-jährige Tochter Sophia. Und ihr 2-jähriger Bruder Jonas hilft beim Einstreufahren. Kinderbetreuung, Ferienwohnungen, Schnapsbrennen, Milchverkauf. Da bleibt wenig Zeit für die Pflege von Baumkronen, auch wenn sie nötig wäre, um die Ausbreitung der Misteln zu stoppen.
Vor Weihnachten hatten sie mal versucht, Misteln an der Straße zu verkaufen. Aber kaum jemand kaufte die Zweige, unter denen man sich, dem Brauch nach, küssen darf. Hier sind die Bäume halt voll davon. Alois Bauer hat vor 4 Jahren den Hof an seinen Sohn übergeben. Aber der Vater hilft noch mit, etwa wenn es darum geht, abgeschnittene Misteln wegzufahren. Aber wohin mit denen? Die fahren wir auf den Kompostplatz. Ich hoffe, da werden sie vernichtet. Das Problem ist halt die Wirtschaftlichkeit. Mein Onkel ist vor 30 Jahren gestorben. Der ist früher jeden Winter mit der Leiter, da haben die Bäume einwandfrei ausgeschaut. Und wenn der das heute noch machen würde, dann würde man heute nicht dastehen. Der hat die Bäume im Griff gehabt. Einige wenige ihrer Misteln schaffen es, statt in die Kompostieranlage, zu einem ganz besonderen Ort bei Oberstaufen, dem Allgäuer Kräutergarten Artemisia. Hier werden sie wie Kostbarkeiten behandelt und erstmal für einige Wochen zum Trocknen aufgehängt, bevor Martina Eichmann mit der Verarbeitung beginnt. Ich entferne jetzt die Äste von den Misteln. Die haben wir eine Weile getrocknet und dann kann man die weiterverarbeiten. Wenn die einfach kleinere Stücke sind, dann kann man die gut für Tee einfüllen oder für Räucherwerk. Das sind jetzt quasi immer die vordersten Flügelpaare, die ich abmache. Also so das klassische Bild von der Mistel. Immer mit den kleinen Doppelflügeln. Damit sich keine Giftstoffe lösen, wird der Tee später nicht mit heißem, sondern über Nacht mit kaltem Wasser hergestellt. Dazu nach Belieben ein paar Blätter auf glühende Holzkohle. Die ist vielseitig verwendbar, also eben auch als Räucherwerk oder man kann auch Alkoholauszüge ansetzen. Aber zum Räuchern ist sie auch sehr beliebt. Keltischen Druiden waren Misteln sogar heilig. Am Hof von Andreas Bauer dagegen ist man froh, dass die Bäume wieder mistelfrei sind. Auch die Mitarbeiter vom Landschaftspflegeverband. Für heute hat es gereicht, auf jeden Fall. Mal gucken, wie es im nächsten Jahr aussieht, aber für dieses Jahr ist genug. Alois Bauer traut dem Frieden nicht. Hoffentlich hebt es 2 Jahre, wie sie sagt. Noch besser 3. Man muss jetzt einfach gucken, dass man in 1, 2 Jahren wieder hergeht und dann einfach nur mal einen gescheiten Schnitt macht. Für Andreas Bauer ist das Projekt vom Landschaftspflegeverband ein Segen. Ja, ich bin zufrieden. Kann sich wieder sehen lassen. Die uralten Apfelbäume sind erst einmal gerettet. Aber freilich, dass sie die Misteln nicht wirklich los sind, das wissen hier alle. Der Mistelnachwuchs schlummert schon unter der Baumrinde.